Bei mir ist es so, ich muss den Winter immer so ein bisschen verkürzen und da ist natürlich der Januar der ideale Monat, um einfach mal wegzufliegen, 20 Grad zu bekommen, Sonne zu bekommen und natürlich auch Meer und richtig schönes Urlaubsfeeling. Und deswegen geht's bei mir im Januar immer hier nach Fuerteventura. Zusammen mit einem Kumpel machen wir dann hier sozusagen 14 Tage ganz entspannt. Bis jetzt haben wir keinen Mietwagen benötigt oder haben ihn direkt vor Ort gebucht für 2 bis 3 Tage. Das hat gereicht, weil der Ort ja eigentlich hier, Morro Habele, viele kennen es wahrscheinlich, sehr viel Alternativen und Abwechslung bietet. Da brauchst du eigentlich jetzt keinen Mietwagen, holst dir mal ein Mountainbike oder machst andere Geschichten. So, da haben wir mal kurz hin und her gerechnet. Also du musst natürlich vom Flughafen den Transfer bezahlen. In Richtung Morro Habele sind mit dem Taxi 100 Euro. Dann wieder zurück zum Flughafen, alles klar, 200 Euro. Ich gucke im Netz und habe mir so ein bisschen überlegt, na klar, dann holen wir uns mal für die 14 Tage einen Mietwagen. Sind insgesamt 330, 340 Euro vom Prinzip einfach mal eine gute Rechenaufgabe, dann hast du hier 14 Tage ein Mietauto. Alles easy, alles vernünftig. Aber dass du hier auch richtig abgezockt werden kannst mit bestimmten Tricks in puncto Mietwagen, das wusste ich leider nicht und das gibt es jetzt in meinem Video. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Anschauen. Ich habe es euch ja erklärt, ich bin da relativ spartanisch eingestellt in Sachen Urlaub. Ich mache lieber mein eigenes Ding, nehme mir ein Apartment, einen Mietwagen und buche den Flug und schon sind die 14 Tage garantiert. Einkaufen und essen gehen kannst du ja sowieso hier vor Ort. Und deswegen ist es so, dass ich mir bei Booking.com meistens dann mein Zimmer buche. Da habe ich irgendwelche Rabatte und da war es dann so, ich habe 10% Rabatt bekommen auf den Mietwagen. Gut, das muss nicht immer so sein, aber ich habe es mal genutzt und habe mich dann im Internet umgeschaut und wusste, dass diese kleinen Autovermietungen, die hier existieren, öfter mal ein bisschen Mist machen. Das weiß ich schon. Also habe ich mich an den großen Autovermietungen orientiert, um wirklich sicher zu gehen und dachte, ich kann dir nichts passieren, ist safe, du buchst in Deutschland, alles gut. Gesagt, getan. Booking.com hat natürlich gleich den Link gehabt für den Mietwagen und ich habe dann hier diesen freundlichen C3 ausgesucht, ist natürlich... Wie gesagt, zum Thema Luxus und alles andere brauchen wir uns nicht unterhalten. Aber du kannst fahren, du kommst hoch, du kommst runter, reicht, ein Radio ist drin, passt. 335 Euro, lass mich lügen. Also ich kann es euch nochmal hier direkt einblenden, wie viel der Wagen jetzt gekostet hat für die 14 Tage. War natürlich ein super Preis anhand der Rechnung. Klar, Flughafen hin und zurück, Transfer und so weiter und so fort, 200 Euro weg. Kannst du auch für 330 Euro einen Mietwagen buchen. Habe ich dann gemacht und das Ganze dann auch über Booking.com im Netz. Und da gab es dann schon im Mietvertrag die Erklärung, dass bei der Abholung dann nochmal ein Kostenfaktor von 200 Euro Kaution entsteht. Okay, das machen die in Deutschland auch. Alles klar, dann blocken die deine Kreditkarte über den Zeitraum und falls was ist, ist es dann sozusagen abgesichert mit dieser Kaution für diese Autovermietung. Eine extra Versicherung, Vollkasko, habe ich mir dann auch nochmal gebucht in Deutschland, um das alles so ein bisschen auszugrenzen, was hier passieren kann. Spiegel ab oder mal ein Reifen geplatzt und so weiter und so fort. Alles gut, alles wunderbar. Also in Urlaubsstimmung rein in den Flieger und dann nach 4,5 Stunden war es soweit, ab zur Autovermietung und den Wagen geholt und hat alles Spaß gemacht, war auch nicht so voll. Und beim Unterschreiben der Papiere wurde mir dann gesagt, dass die Kaution nicht 200 Euro beträgt, nein, sie beträgt 350 Euro. Da sage ich, okay, gut, 350 Euro Kaution, ich habe ja nichts mit dem Auto vor und wenn was passiert, dann ist es halt so. Können wir halt nichts machen. Ich bin ja versichert über die Vollkasko, die ich ja in Deutschland abgeschlossen habe. Dann haben die das gemacht, den Mietvertrag ausgeschrieben, die 350 Euro auf meiner Kreditkarte fest verbucht und dann ging es schon los. Und er sagte mir, ich bekomme den Mietvertrag dann nochmal online auf meine E-Mail-Adresse. Fand ich sehr gut, habe ich nochmal alles im Netz. Muss ich, wenn ich das Papier verliere, nicht nochmal nachgucken, sondern habe alles digital zum Schauen. Dann ging es auf die Mietwagensuche, weil du musst ja den Wagen erstmal finden. Das ist ja riesengroß da am Flughafen. Dann musst du noch mit der Fernbedienung immer gucken, welches Fahrzeug deins ist, beziehungsweise dann das Nummernschild suchen. Ging auch alles gut und dann kam natürlich der große Schock. Und zwar, wir gucken uns die Mietwagen an und bei Vertragsabschluss sagte er deutlich zu mir, dass der Wagen nicht beschädigt ist. Ich habe auch nochmal nachgefragt und wir gucken uns den Wagen an. Das pure Chaos. Und ich möchte euch das mal zeigen. Ich weiß nicht, ob man das sozusagen so gut auf der Kamera sieht. Ich probiere mal, das alles vernünftig einzufangen. Und zwar ist hier auf dem Dach eine richtig fette Delle drin. Also wenn ich mal die Hand drauf lege, hier ist sozusagen eine riesengroße fette Delle drin im Dach, was bedeutet, der Wagen ist nicht beschädigt. Ja, wunderbar, also er ist beschädigt. Dann gibt es natürlich auch die typischen Kratzer am Lack. Klar, Kofferraum wird oft benötigt und hier ist ebenfalls noch ein fetter Kratzer mit drin.
Dann gibt es hier in der Seite noch eine kleine Beule und natürlich auch diverse Kratzer, die man einfach so, wenn man den Wagen entgegennimmt, natürlich erstmal aufschreiben muss und wirklich gucken muss, dass man das Ganze festhält, weil der Hammer, der kommt natürlich nachher noch später und den werde ich euch ebenfalls nochmal erklären. Und wenn du den Wagen entgegennimmst, musst du natürlich alles notieren, was sozusagen hier an Kratzern bzw. kuriosen Beschädigungen vorhanden ist, auch dann erstmal reinschauen, ob dann drinnen alles funktioniert. Von innen geht das Ganze, also ich habe da jetzt sozusagen keine großen Komplikationen festgestellt oder irgendwelche Fehler. Und das Wichtigste ist, dass du dann das Ganze erstmal fotografierst mit deinem Handy. Da gibt es einen Datumstempel drin, dass das sozusagen bei der Übernahme festgehalten wird. Normalerweise ist es so, du solltest den Wagen wirklich gar nicht in Empfang nehmen, sondern einen Austauschwagen verlangen, dass sie dir, wenn die dir bestätigen, der Wagen ist nicht beschädigt, auch ein nicht beschädigtes Fahrzeug zur Verfügung stellen. Die Tricks am Flughafen sind natürlich dann, das haben wir auch versucht, es steht kein weiterer Mietwagen zur Verfügung, es ist voll, wir müssen warten, wir müssen erstmal einigen reinigen und das ist natürlich mit erheblich langen Wartezeiten verbunden, die du dann, wenn du da am Flughafen ankommst, auch nicht haben möchtest. Das kalkulieren die natürlich mit ein. Also es war kein Fahrzeug laut Aussage des Mitarbeiters hier als Ersatz vorhanden, obwohl noch ganz viele rumstanden. Gut, die können natürlich reserviert gewesen sein. Also alles aufgeschrieben, fotografiert und nochmal von einem Mitarbeiter auf dem Ausdruck des Mietvertrags festgehalten, die größten Schäden. Und der Mitarbeiter sagte natürlich dann am Flughafen, dass wenn du den Wagen zurückbringst, dass du dann dem Mitarbeiter, der den Wagen in Empfang nimmt, die Fotos zeigen solltest mit dem Datumstempel und mit anderen Sachen, die du da sozusagen festgehalten hast. Und dann geht das schon okay. Jetzt kommt der Haken. Und zwar ist die Masche folgendermaßen ausgelegt. Das heißt, ich habe es euch ja erklärt, du zahlst die 350 € Kaution direkt bei der Abholung des Mietwagens und die wird dir fest geblockt auf deiner Kreditkarte. Jetzt gibst du den Wagen ab und wenn du den Wagen abgibst, dann musst du natürlich auch den Mitarbeiter kontaktieren bzw. den Schlüssel einwerfen, wenn es Frühjahr ist, wenn jetzt ein Flug früher gehen sollte, als dass die Autovermietung geöffnet hat. Und das Kuriose an der ganzen Sache ist natürlich, dann versuchen die Autovermietungen, dir diese Schäden, die du sozusagen mit übernommen hast, unterzujubeln und die Kaution einzubehalten. Weil, wenn du hier auf der Insel bei einer normalen Autovermietung das Auto mietest, jetzt hier auch so der C3, dann liegst du ungefähr, habe ich mal nachgerechnet, auch beim Zeitraum von 14 Tagen, so zwischen 500 und 600 €. Das ist der kalte Preis, also sozusagen noch ohne Versicherung, ohne alles. Da kommen wir ungefähr, denke mal mit Versicherung, auf 700 €. Was passiert? 330 € im Vorhinein bezahlt als günstiges Schnäppchen in Deutschland und nochmal 350 € als Kaution einbehalten. Bedeutet, wir sind hier bei 680 €, kommt also dem Mietpreis hier auf Fuerteventura für ein Citroën C3 für 14 Tage relativ nah. Und genau das ist die Masche, wo ihr aufpassen müsst. Das heißt, euch wird in Deutschland günstig ein Mietfahrzeug angeboten, dann kommt hier in Spanien nochmal eine höhere Kaution drauf, weil sie können natürlich nichts machen, weil der Mietvertrag ist ja soweit abgeschlossen. Und wenn du dann ein Fahrzeug übernimmst, was wirklich Schäden hat, dann werden dir die Schäden bei der Abgabe einfach aufgerechnet und du sollst der Schuldige sein. Das heißt, die Kaution von 350 € ist dann futsch und die kommen natürlich auf ihren normalen Mietpreis von 700 €, den du sozusagen inklusive Versicherung und allen anderen Sachen hier auf der Insel normal bezahlst. Und wie kannst du dich dann verhalten, dass du das so einigermaßen umgehen kannst? Es muss dir natürlich nicht passieren. Es kann natürlich sein, dass ich jetzt ein Einzelfall bin und dass ansonsten natürlich sehr viel auch gut läuft und es wirklich auch gute Autovermietungen gibt. Die Autovermietung ist weltweit aktiv. Das ist eine riesige Bude. Und ich dachte, gegenüber einer Timbuktu-Autovermietung, die hier bloß 3 Autos hat und dann vielleicht noch irgendwelche Zettel schreibt, ist es sozusagen die bessere Wahl. Aber wie gesagt, ich habe mich getäuscht. Also wenn ihr einen Mietwagen bucht, Fuerteventura, Gran Canaria, dann könnt ihr das natürlich im Netz weiterhin machen. Da gibt es gute Preise und gute Angebote. Und ich bin der Meinung, ich habe in Deutschland gebucht, also gelten für mich auch die deutschen Rechte und Gesetze. Du musst es natürlich auch wieder nachweisen, was anhand der Fotos dann kommt und was anhand der schriftlichen Mitteilung auf dem Mietvertrag kommt. Aber das ist natürlich wieder eine Rennerei, die du eigentlich nicht haben willst. Ich würde euch ja gerne sagen, bucht bei einer großen Autovermietung, aber
aber du siehst ja, was passiert. Auch die Großen, die machen hier komische Dinge. Also Mietwagen buchen, wenn du am Flughafen bist, dir genug Zeit nehmen für den Mietwagen. Wenn der Mietwagen beschädigt ist, was auch passieren kann, Kratzer und weiß ich was alles, das gibt's halt. Das ist halt hier in Spanien so, Steine und irgendwas anderes. Da passiert halt mal was, aber das muss dann wenigstens auf einem Protokoll festgelegt sein. Und es darf dir natürlich nicht bei der Autovermietung schon erzählt werden, dass der Wagen nicht beschädigt ist und du nimmst dann ein beschädigtes Fahrzeug mit einer fetten Beule im Dach entgegen und kannst es nicht mal mehr umtauschen. Das ist natürlich dann wirklich traurig, weil ich kenne das aus Deutschland nicht. Ich gehe sozusagen in Deutschland mit dem Mietwagen-Mitarbeiter um das Auto rum. Wir protokollieren das. Wenn jetzt irgendwo Fehler, Kratzer oder irgendwas anderes dort vorhanden ist, dann wird das auf einem Protokoll festgesetzt und dann ist gut. Hier in Spanien ist es anders. Du unterschreibst erstmal für einen nicht beschädigten Mietwagen, dann gehst du mit dem Dokument zur Abholung. Bei der Abholung stellst du dann fest, dass der Mietwagen beschädigt ist, dann musst du wieder rumrennen und denjenigen suchen, dir das alles schriftlich bestätigen lassen, fotografieren und bei der Abgabe hoffen, dass das dann sozusagen von der Autovermietung auf Kulanz geregelt wird, weil die ja eigentlich wissen, dass das Auto beschädigt ist. Die gucken sich das ja sozusagen nach Rücknahme ebenfalls an. Und wenn die halt so eine Nummer durchziehen, verdienen die halt an einem Mietwagen das Doppelte anstatt den normalen Preis und das ist wirklich nicht fair, da müsst ihr echt drauf aufpassen. Ich werde mir natürlich einen Anwalt nehmen und werde das Ganze dann für euch dokumentieren in der Videobeschreibung, wie es dann ausgegangen ist, hier, dass ich meine 350 € Kaution wiederbekommen habe. Das steht dann, wie gesagt, in der Videobeschreibung drin, denn ich bin momentan ja noch auf Fuerteventura und muss dann erstmal in Deutschland den Anwalt verständigen. Das heißt, wenn ihr das Ende des Videos sehen möchtet, wie es sozusagen dann weiterging, dann schaut einfach in die Videobeschreibung rein, da schreibe ich dann alles auf, wenn es sozusagen abgeschlossen ist. Ich hoffe für euch, ihr habt einen guten Urlaub, euch passiert nicht so ein Mist und wenn euch sowas passiert, dann habt ihr wenigstens mein Video, um einigermaßen vernünftig darauf reagieren zu können. Ich habe mir letztes Jahr einen Jeep gemietet, bin mal 3 Tage hier ins Gelände gefahren und habe die Insel mal sozusagen von Landwegen erkundet. Das war auch total easy und einfach. Da gab es keine Probleme. Da musste ich nicht mal eine Kaution bezahlen für die 3 Tage. Da gab es einfach das Geld bar auf den Tisch, unterschrieben. Wir haben uns das Auto angeguckt. Alles war easy. Man kann auch gute Erfahrungen haben. Aber wie gesagt, diesmal hat es mich so ein bisschen erwischt. Ich hoffe für euch, ihr habt den besten Urlaub eures Lebens. Genießt die Zeit auf Fuerteventura, Gran Canaria und auf den Kanarischen Inseln. Es ist wirklich eine ganze Menge zu entdecken. Es ist ein schöner Urlaub. Es ist richtig coole Luft und ein hammermäßiges Klima. Das war's schon mit diesem Video. Ich danke fürs Anschauen, wünsche euch alles Gute. Bis dann. Tschüss, bye bye und winke, winke.